Liebe Zuschauer, in der Monarchie der patriarchischen Gesellschaft war die Mehrheit der Herrscher männlich, während die Frauen meistens untergeordnet sein mussten. Trotzdem haben manche Frauen es geschafft, die Machtspitze eines Landes zu erreichen, starke Herrscherinnen zu werden und die welthistorische Entwicklung zu beeinflussen. Sie haben sich bestimmt über Elisabeth I. von Britannien und Katharina die Große von Russland informiert. In einer 3 Video lange Serie werde ich Ihnen über die 3 einflussreichsten Herrscherinnen in der chinesischen Geschichte berichten. Lü Zhi, Wu Zetian und Cixi. Wenn die 2000-jährige kaiserliche Monarchie mit einem Boot verglichen würde, wäre die 3 am Steuer zu Anfangs-, Mitte- und Endphase. Von ihrer politischen Karriere können wir einen guten Überblick über die Entwicklung und den Untergang der kaiserlichen Monarchie gewinnen. Das Leben der ersten Kaiserin Lü Zhi. Kapitel 1. Die Geburt und die Heirat eines normalen Mädchens. In einem Jahr zwischen 236 bis zu 227 vor Christus ist ein Mädchen aus einer reichsbürgerlichen Familie Lü in Dang-Präfektur in der heutigen Shandong-Provinz geboren. Sie bekam Zhi, das Fasan bedeutet, als Vornamen. Die Geburt war so normal, sodass das genaue Geburtsjahr nicht nachprüfbar ist. Ihre Familie Lü gehörte zur sozialen Mittelschicht. In der damaligen hierarchischen Gesellschaft hatte sie keine Chance, einen Adligen zu heiraten und in die soziale Oberschicht einzutreten. Dass sich ein Fasan zu einem Phönix entwickelt, was normalerweise nur im Märchen passieren kann, ist im realen Leben dem Mädchen Lü passiert. Als Lü Zhi eine junge, erwachsene Frau wurde, zog sie zusammen mit ihrer Familie in den Landkreis Pei, heute im Norden von Jiangsu. Der Bürgermeister von Pei war mit ihrem Vater Lü Gong gut befreundet und organisierte ihm eine Willkommensparty. Viele reiche Bürger und Beamten des Landkreises wurden eingeladen. Darunter wurde Lü Gong aufmerksam auf den außergewöhnlichen Dorfbürgermeister Liu Bang. Liu Bang war Beamter der untersten Schicht, stammte aus einer armen bauerlichen Familie und verhielt sich ein bisschen barsch. Aber sein Talent für Sozialkompetenz, seine Gesichtszüge und sein Temperament verwunderten Lü Gong sehr. Lü Gong hatte Divination studiert und machte die Prognose, dass Liu Bang eine außergewöhnliche Zukunft mit Macht und Reichtum haben würde. Er bot Liu Bang deswegen einen Heiratsantrag mit seiner Tochter an. Lü Zhi, die damals ein junges, schönes und reiches Mädchen war, wurde die Braut von Liu Bang. Vermutlich konnte Lü Zhi mit ihrem Bräutigam unzufrieden sein, denn Liu Bang war fast 20 Jahre älter als sie und hat vor der Ehe einen unehelichen Sohn mit einer Witwe bekommen. Aber in der damaligen Gesellschaft durfte sich eine Frau nicht für ihre eigene Ehe entscheiden, sondern musste dem Vater gehorchen. Lü Zhi wurde ohne Weigerung die Frau eines armen Dorfmeisters und die Hausfrau der bauerlichen Familie Liu. Sie bekamen gemeinsam 2 Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Nach der Heirat war Lü Zhi so banal wie die meisten Frauen auf dem Land. Sie arbeitete als Bauerin hart auf dem Feld und im Haushalt. Sie gab sich Mühe, sich um die Kinder und die Schwiegereltern zu kümmern.
Ihr Mann Liu Bang hingegen war kaum zu Hause, sondern ging jeden Tag mit seinen Freunden saufen. Und noch schlimmer war, dass sie sich ständig Sorgen um ihn machen musste. Das Gesetz der Qin-Dynastie war sehr grausam. Als ein Dorfmeister war Liu Bang einmal beauftragt, 100 Miner für den Bau des Kaisergrabs nach Lishan in Shanxi zu transportieren, was eine lebensgefährliche und todanstrengende Arbeit war. Beim Transport sind viele Bauarbeiter geflohen, was für Liu Bang die Todesstrafe bedeutete. Um zu überleben, verbargen sich Liu Bang und die verbliebenen Bauarbeiter am Mangdangberg. Lü Zhi unterstützte ihren Mann. Sie verheimlichte ihren Aufenthaltsort und kümmerte sich eigenständig um die Familie. Ab und zu brachte sie den Flüchtlingen Lebensmittel und Wäsche. Einmal erschlug ihr Mann am Berg eine weiße Schlange. Lü Zhi und ihr Mann nutzten das aus und erfanden den Mythos des Roten Kaisers, den sie unter den Leuten verbreiteten. Die weiße Schlange am Berg, sagte sie den Leuten, war die tierische Erscheinung von dem Weißen Kaiser, der nur von dem Roten Kaiser umgebracht werden kann. Liu Bang konnte diese Schlange töten. Das bedeutet, dass er die Verkörperung des Roten Kaisers ist. Mit Hilfe des Mythos gewann Liu Bang immer mehr treue Anhänger, was die wichtigsten Ressourcen für den späteren Erfolg des Ehepaars war. Kapitel 2: Eine starke Frau an der Seite eines erfolgreichen Manns. Die dramatische gesellschaftliche Entwicklung bietet oft manche normalen Leute die Chance, ihr Schicksal zu ändern. Liu Bang, Lü Zhi und ihre Freunde aus dem Pei-Landkreis waren typische Beispiele dafür. Die erste Dynastie des chinesischen Kaiserreichs Qin litt seit der Vereinheitlichung 221 v. Chr. Unter zahlreichen Oppositionen und großem gesellschaftlichen Chaos. Nach dem Tod des ersten Kaisers Qin Shi Huangdi wurde die Herrschaft der Qin-Dynastie immer mehr von dem Untergang bedroht. Der erste Bauernkrieg von Chen Sheng und Wu Guang 209 v. Chr. War wie ein Feuerzünder, nachdem in vielen verschiedenen Regionen Anti-Regierungsarmee entstanden. In dieser Situation kehrte der Flüchtling Liu Bang in seine Heimat Pei zurück. Zusammen mit seinen Freunden ermordete er den Bürgermeister von Pei und gab den Widerstand gegen die Reichsregierung bekannt. Der mutige Liu Bang wurde als der Leiter der bauerlichen Armee von Pei auserwählt. Dies war ein ehrenvoller, aber sehr gefährlicher Job. Könnte er mit Glück den Krieg gewinnen, bedeutet dies Macht und Reichtum. Aber wenn er scheitern würde, müsste seine ganze Familie deswegen sterben. Liu Bang war wie Glücksspieler, der das Leben der ganzen Familie aufs Spiel setzte. Lü Zhi war kein Passivspielstand, sondern eine Mitspielerin. Sie tat ihr Bestes, die Karriere zu unterstützen. Ihr Elternhaus Lü investierte all ihre Reichtum und mobilisierte alle Menschenkräfte. Ihre zwei Brüder und ihr Schwager wurden Mitarbeiter und Kollegen von Liu Bang. Während die Miner hart auf dem Kriegsfeld kämpften, bemühte sich Lü Zhi, die Familie möglichst Sicherheit und genug Nahrungsmittel zu besorgen. Liu Bang war ein talentierter Führer und hatte auch viel Glück. Er beherrschte zwar keine spezielle Fachkompetenz, war aber gut darin, Talente zu erkennen
und für sich arbeiten zu lassen. Sein Team wurde immer stärker und erfolgreicher. Liu Bangs Armee wurde die zweitstärkste der großen Anti-Qin-Koalition und bekam die Chance, in Richtung der Reichshauptstadt zu marschieren. Im Krieg bevorzugt er eine menschenfreundliche Politik. Wenn seine Armee eine Stadt eroberte, befahl er, das Leben und das Eigentum der Bürger möglichst zu schützen. Diese Freundlichkeit hat Lius Armee viel geholfen. Viele Städte haben ohne Widerstand kapituliert. 207 v. Chr. hatte Lius Armee es geschafft, mit wenigen Verletzungen und Schwierigkeiten in die Qin-Hauptstadt Xianyang einzumarschieren, was das Ende der Qin-Dynastie symbolisierte. Seine kriegerische, aber menschenfreundliche Politik erreichte in Xianyang ihren Höhepunkt. Er ließ das grausame Gesetz abschaffen, gab spontan ein einfaches Gesetz bekannt, um die Gesellschaft so gut wie möglich wieder in Ordnung zu bringen. Er ließ die bürokratischen Dokumente, den Palast und das Leben der kaiserlichen Familie schützen. Mit dieser Politik erntete er große Beliebtheit und Unterstützung. Das Verhalten von Xiang Yu, der während des Anti-Qin-Kriegs der wichtigsten Kollege und später der größte Feind Liu Bangs war, machte kontrastiv die Vor- und Nachteile noch augenscheinlicher. Xiang Yu stammte aus einer adligen und militärischen Familie. Er war sehr stark, kräftig und ziemlich begabt darin, als General einen militärischen Sieg zu erzielen. Als Lius Armee nach Westen anmarschierte, marschierte Xiang Yus Armee nach Norden und besiegte die Mehrheit der Qin-Armee. Bei diesem Sieg gewann Xiang Yu sowohl den größten Glanz als auch die größten Schande seines Lebens. Er ließ 200.000 Soldaten aus der Qin-Armee, die schon kapitulierten und in seiner Armee aufgenommen wurden, lebendig begraben. Nachdem Xiangs Armee die Reichshauptstadt Xianyang angriff, tat Xiang Yu das Gegenteil von Liu Bang. Er befahl, alle Leute aus der kaiserlichen Familie enthaupten zu lassen und ließ den kaiserlichen Palast verbrennen. Viele wichtige staatliche Dokumente und schätzbare Bücher verschwanden für immer in diesem Brand. Xiang Yu war einerseits ein exzellenter Kämpfer und General, andererseits auch ein Menschenschlächter und Kulturzerstörer. Außerdem war er sehr arrogant und respektierte anderen Talente nicht und konnte seine Untertanen nicht gut vertrauen. Viele ihm ursprünglich untergeordnete Talente flohen aus diesem Grund auf die Seite von Liu Bang. Dazu gehörte auch der beste Marschall damals, Han Xin. Nach dem Untergang der Qin-Dynastie besaß Xiang Yu die stärkste militärische Kraft und die Macht, das Land erneut zu belehnen. Liu Bang, der ein starkes Team leitete und Volksherzen gewonnen hatte, wurde die größte Bedrohung von Xiang Yu. Er plante auch, während eines Banketts in Hongmen Liu Bang zu ermorden. Der Plan scheiterte aber. Xiang Yu ernannte sich zum westlichen Chu-König und machte Liu Bang zum Han-König. Die Domäne des Han-Gebiets befindet sich heute in Südwest-Shanxi und Sichuan. Xiang Yu schickte Liu Bang dorthin, weil die bergische Geographie dort eine natürliche Grenze bildete. Er hoffte, Liu Bang würde aus dieser geografischen Lage nie wieder herauskommen und seine Ambitionen verlieren. Um Liu Bang besser unter Kontrolle zu halten, zwang Xiang Yu auch,
Liu Bangs Familie inklusive der Königin Lü Zhi in der Heimat zu bleiben. Falls Liu Bang gegen ihn kämpfen wollen würde, so die Kalkulation, könnte die Familie als Geisel genommen werden. Liu Bangs Ambitionen aber konnten unmöglich von der schwedischen bergischen Geographie ausgelöscht werden. Die fruchtbare Landschaft und die große Agrarproduktion schenkte Liu Bang hingegen eine ideale Logistik. Nach einer einjährigen Vorbereitung wanderte die Han-Armee durch einen unbekannten Pfad namens Chencang aus und führte einen Bürgerkrieg gegen Xiang Yu. Lü Zhi und die hässliche Familie wurden zu Geiseln. Im Gefängnis erlebte Lü Zhi für 2 Jahre die härteste Zeit ihres Lebens. Sie hatte keine Freiheit und konnte jederzeit das Leben verlieren. Lü Zhi und ihr Schwiegervater wurden sogar ins Schlachtfeld vor der Armee gebracht, um Liu Bang zur Kapitulation zu zwingen. Aber Liu Bang blieb emotional ruhig und schauspielte, dass ihm das Leben von seinem Vater und seiner Frau völlig egal seien. Einmal ließ Xiang Yu einen riesigen Topf mit kochendem Wasser vorbereiten und stellte ihn vor Liu Bangs Vater. Er sprach zu Liu Bang: Wenn du nicht kapitulierst, lasse ich deinen Vater im Topf kochen. Liu Bang gab sich unberührt und rief Xiang Yu zurück. Wir beiden waren so gut Freunde wie Brüder. Und mein Vater war wie dein Vater. Wenn du deinen Vater kochen möchtest, gib mir auch eine Schale Suppe. Xiang Yu wurde sehr beschämt und hörte sofort auf. Denn Liu Bang kannte Xiang Yu sehr gut und nutzte einen psychischen Trick, sodass Xiang Yu seine Familie nicht verletzen konnte. Seine Familie konnte freilich nicht wissen, dass er nur schauspielte, was für sie sehr verletzend gewesen sein muss. 203 v. Chr. schloss Liu Bang und Xiang Yu einen Friedensvertrag und die Familie konnte endlich mit Liu Bang zusammenkommen. Aber als sich das seit vielen Jahren getrennte Ehepaar wieder sah, empfand Lü Zhi eher Enttäuschung als Freude. Denn ihr Mann hatte eine neue geliebte Konkubine namens Qi Ji, der viel jünger und charmanter war. Sie hingegen bekam keine Liebe und keinen Trost von ihrem Mann. Wir Frauen können leicht Empathie für Lü Zhi zu jener Zeit empfinden. Sie hat für ihren Mann alles Mögliche gegeben und unfassbar gelitten. Aber ihr Mann liebte sie nicht mehr, ignorierte sie und ließ sie leicht durch andere Frauen ersetzen. Vermutlich entschied sie zu jener Zeit, nun eine eigenständige Frau zu werden und selbst nach der Macht zu streben. Kapitel 3: Die ersten Kaiserin Chinas. Nach dem Friedensvertrag sollten die Gebiete westlich von Hongou Liu Bang gehören, die östlichen Xiang Yu. Aber der Vertrag bedeutete für Liu Bang nichts anderes als eine spontane Kriegsstrategie. Während die Chu-Armee an den Waffenstillstand glaubte und arglos gen Osten zurückkehrte, griff die Han-Armee ihre Rücken weiter an. Die kriegerische Lage kehrte sich um. Die Chu-Armee geriet Schritt für Schritt in die Niederlage. 202 v. Chr. siegte Liu Bang endgültig und zwang Xiang Yu zum Selbstmord. Nach 4-jährigem Krieg vereinte Liu Bang China wieder und begründete die neue Kaiserdynastie Han. Der Name seiner Dynastie
der von seiner ursprünglichen Domäne stammte, wurde schließlich die Bezeichnung der Hauptnation und der Sprache des chinesischen Volks. Liu Bang war offiziell der dritte Kaiser in der chinesischen Geschichte. Seine Ehefrau Lü Zhi war aber die erste richtige Kaiserin, denn die ersten zwei Kaiser aus der Qin-Dynastie, Qin Shi Huangdi und sein Sohn, hatten zwar zahlreiche Konkubinen in Harem, ernannte aber keine offiziell zum Kaiserin. Lü Zhis Sohn Liu Ying wurde Kronprinz, weil er der einzige Sohn der Kaiserin war. Die traditionelle Eheform Chinas war die Polygamie mit hierarchischer Unterscheidung. Ein Mann darf offiziell nur eine Ehefrau heiraten und gleichzeitig mehrere Konkubinen besitzen. Gesetzmäßig war nur die Ehefrau die Herrin einer Familie. Der älteste Sohn von der Ehefrau wurde im Allgemeinen der offizielle Erbe seiner Familie. Als Ehefrau von Liu Bang, die zusammen mit ihrem Elternhaus zu der kaiserlichen Karriere viel beigetragen hatte, verdiente sie die Ehre, die Mutter des neuen Reichs zu sein. Sie war politisch sehr talentiert und half auch nach der Reichsbegründung ihrem Mann viel, die kaiserliche Macht zu verstärken und Rebellionen zu unterdrücken. Sie ermordete auch einige Generale, die zur Reichsvereinigung entscheidende Leistung beigetragen hatten, aber die kaiserliche Macht betonten. Aber auch der Thron der Kaiserin und des Kronprinzen wurde bethront. Die Kaiserin war dem Kaiser wie eine starke, mächtige und eigenständige Kollegin. Die Lieblingskonkubine des Kaisers Qi im Gegenteil war wie eine liebevolle Mitspielerin, so dass er sich mit ihr zusammen für angenehmer fühlte. Lü Zhis Sohn war wegen seiner leidenden Kindheit und den starken Eltern sehr kleinmütig und schwächlich, worüber sein Vater sehr unzufrieden war. Qijis Sohn Liu Ruyi hingegen war sehr vaterähnlich und wurde Lieblingskind des Kaisers. Qiji überredete mehrmals den Kaiser, ihren Sohn stattdessen zum Kronprinz zu ernennen. Der Kaiser dachte darüber auch viel nach. Wegen der Gesetzeslage und der großen politischen Einflüsse von der Kaiserin und ihrer Familie musste er den Plan aber aufgeben. 195 v. Chr., 7 Jahre nach der Krönung, starb Liu Bang. Der Kronprinz Liu Ying wurde der neue Kaiser. Wegen seines jungen Alters und der schwächlichen Persönlichkeit lag die kaiserliche Macht aber in Wahrheit in der Hand der Kaiserin-Mutter Lü Zhi. Kapitel 4 Herrschaft des Nichthandelns. Wu Wei Zhi. Die Herrschaft des Nichthandelns war die Hauptstrategie der Herrschaft von Lü Zhi. Das bedeutet, dass die Regierung relativ wenig tun und auf natürliche Art die gesellschaftliche Entwicklung steuert. Anders formuliert, greift die Regierung möglichst wenig in das Volksleben an und erlässt weniger Steuern. Diese Ideologie stammte aus dem Daoismus, in dem das natürliche Regeln angepasste Verhalten hochgeschätzt wird. Das kaiserliche Liu-Lü-Ehepaar zog die Lehren von Qin Shi Huangdi, der im Gegenteil immer wieder große staatliche Projekte machen ließ, wie die Große Mauer, die Landeseroberung nach Süden, den Bau des prächtigen Kaiserpalasts etc. Zum Bau solcher Projekte mussten viele Gelder und Menschenkräfte ausgegeben werden,
was das Volk bis zum Tod überlastete und Widerstand erregte. Außerdem hatte das Volk bis zur Begründung der neuen Dynastie jahrzehntelang unter Kriegen und sozialen Chaos gelitten. Die Herrschaft des Nichthandelns war vor diesem historischen Hintergrund die beste Alternative. Das Volk konnte ein normales Leben führen. Die Regierung installierte ein relativ kleines Bürokratiesystem und gab relativ wenige öffentliche Gelder aus. Das verlangt dem Herrscher keine besondere Fachkompetenz ab und keine große Mühe, um gut zu herrschen. Lao Tzu sagte, ein großes Land zu herrschen ist wie eine kleine Speise zu kochen. Ein Herrscher soll dabei nur dafür sorgen, dass verschiedene Gewürze darin angemessen sind und Hitze und Kochzeit genau passen. Im Gegenteil zum Nichthandeln gibt es in der Geschichte und heutzutage auch manche Staatsoberhäupter, die eher viel handeln. Sie betrachten den Staat als großes Schachbrett und sie versuchen, jeden Schachstand zu kontrollieren. Sie beschäftigen sich gern mit vielen großen Staatsprojekten, was das Leben des Volkes ziemlich anstrengen kann. Für das Staatsprojekt Krieg werden sogar zahlreiche Menschen aus verschiedenen Ländern geopfert. Machen wir eine Metapher. Ein Staatsoberhaupt des Nichthandelns ist wie die Wolke. Die Form, der Zustand und wann sie regnet, sind völlig von der Umgebung bestimmt. Sie tut selbst nichts anderes, außer der Natur angemessen zu sein. Ein Staatsoberhaupt mit 4 Händen stellt sich hingegen als die Sonne dar. Sie will alles bestimmen. Zum Überleben müssen die Leute nach seinem Willen leben. Er und sein Volk werden dadurch bis an die Grenze ausgeschöpft. Ich glaube, dass Sie sicher eine eigene Meinung dazu haben, ob Sie lieber eine Wolke oder eine Sonne über ihnen haben möchten. Es war eine gute Entscheidung des Liu-Lü-Ehepaars, ihr neues Reich nach dem Prinzip des Nichthandelns zu herrschen. Dadurch konnten sowohl das Volk als auch der Herrscher in einer relativ ruhigen und entspannten Umwelt leben und arbeiten. Das neue Reich fing auch an, sich schrittweise stabil zu entwickeln. Nach dem Tod Liu Bangs ließ Lü Zhi die Hauptstrategie der Herrschaft des Nichthandelns nachhaltig durchführen. Sie ließ die Steuern erheblich sinken, besonders die Landwirtschaftssteuer der Bauern. Sie forderte die Regierung zur Sparsamkeit auf und führte selbst als Vorbild ein bescheidenes Leben. Sie ließ auch manch grausame Strafe abschaffen, um gesetzlich bedingte Tode zu reduzieren. Sie schaffte die Bücherzensur der Qing-Dynastie ab und trug dazu bei, die Kultur aus der Zeit der Hundert Schulen zu halten. Viele alte Bücher und Dokumente werden vor der Vernichtung geschützt. Dazu gehörten auch die wichtigsten Bücher des Konfuzianismus, der später die Hauptideologie in Ostasien wurde. In der Außenpolitik war der Frieden das wichtigste Thema. Die Xiongnu-Nomaden, die nördlich vom Han-Reich lebten, bedrohte den Frieden an der nördlichen Grenze. Um den Frieden zu garantieren, wurde alle paar Jahre eine politische Heirat organisiert. Dutzenden Hofdienerinnen wurden an den Xiongnu-Führer verschenkt. Um die außenpolitische Meinung von Lü Zhi zu testen, schrieb der Xiongnu-Führer ihr Amma einen sexuell belästigenden Brief. Er schrieb:
Sie sind verwitwet und ich habe auch meine Frau verloren. Möchten Sie meine Geliebte werden? Das war für die Kaiserin eine riesige Beleidigung. Aber für den Frieden unterdrückt sie den Zorn. Sie antwortete, ich bin leider zu alt und zu hässlich, Ihnen zu dienen. Ich schenke Ihnen eine schöne und jüngere Frau als Ersatz und wünsche einen langfristigen Frieden zwischen uns. Sie nahm die persönliche Beleidigung gelassen, was möglicherweise einen Krieg vermied. Während ihrer 15-jährigen Herrschaft gewann das Reich eine goldene und friedliche Zeit für die wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung. Das kaiserliche Ehepaar hatte eine gute und stabile Basis für die Han-Dynastie erbaut. Ihre Dynastie überdauert 400 Jahre und wurde die längste kaiserliche Dynastie in der chinesischen Geschichte. Kapitel 5 Die kontrollsüchtige Mutter. Sogar bis heute ist es für eine Frau sehr schwer, bei der Karriere und der Familie gleichzeitig erfolgreich zu sein. Lü Zhi, die vor 2000 Jahren in einer stark patriarchischen Gesellschaft eine kaiserliche Karriere machte, hatte aber viel mehr Schwierigkeiten. Dabei legte sie den Schwerpunkt auf ihre Karriere. Ihr Sohn Liu Ying lebte lebenslang unter dem Druck der Kontrolle und dem Schatten der Mutter. Seine Mutter übernahm nicht nur seine kaiserliche Macht, sondern ruinierte auch mit ihren grausamen Handlungen sein Leben. Nach dem Tod Liu Bangs konnte Lü Zhi endlich ihren Hass an ihrem Liebesfeind, der Lieblingsfrau ihres Mannes Qi Ji, rauslassen. Sie ließ Qi Ji quälend leben, was 1000-mal schlimmer als der Tod war. Sie ließ ihre Beine und Arme abschneiden, machte sie taub, blind und stumm und ließ schließlich den noch lebendigen Körper in die Toilette werfen. Kaiserin Lü nannte das Lebewesen, das nicht mehr wie Mensch aussah, Menschenschwein. Als sie das ihrem Sohn zeigte, wurde er zutiefst erschrocken. Lü Zhi ermordete auch Qi Jis Sohn Liu Ruyi, obwohl der neue Kaiser seinen lieben Halbbruder schützen wollte. Die Grausamkeit der Mutter verletzte die Psyche von Liu Ying tiefgehend. Er wurde immer kleinmütiger, depressiver und schwächlicher. Er war jeden Tag besoffen, um die negativen Gefühle zu betäuben. Auch sein privates Leben wurde von der Mutter völlig kontrolliert. Lüs Meinung nach musste die neue Kaiserin aus ihrer Familie stammen, um ihre Macht besser zu schützen. Sie plante eine Zwangsheirat zwischen ihrem 18-jährigen Sohn und ihrer Enkelin Zhang Yan, die damals nur ein 11-jähriges kleines Mädchen war. Für seine minderjährige Nichte konnte Liu Ying unmöglich etwas Sexuelles empfinden. Die ungesunde Psyche und Lebensweise macht Liu Ying schwer krank und ließ ihn früh sterben. Er starb 188 vor Christus mit nur 23 Jahren. Mit den Konkubinen im Harem hat er ein paar Söhne erzeugt. Lü Zhi ernannte einen kleinen Jungen zum neuen Kaiser und herrschte das Reich weiter als Kaiserin Großmutter. Der ersten Kindkaiser war ihr nicht gehorsam. Sie aberkannte ihm den Kaisertitel, vergiftete ihn heimlich und ernannte ein anderes Kind zum Kaiser. Kapitel 6 Der Tod der Herrscherin und der Untergang der Familie Lü.
Um ihre Macht zu schützen, war es Lü Zhi wichtig, auf den wichtigen Amtsposten ihr vertrauliche Untertanen anzusetzen. Die Verwandten aus ihrem Elternhaus Lü waren ihr dabei die größte Unterstützung. Die Familie Lü wurde allmählich jene familiäre Macht, die die Regierung kontrollierte, immer wichtigere Amtsposten übernahm sowie höheren Adelstitel und größeren Reichtum bekam. Sogar den höchsten adeligen Titel Prinz, denn nach dem Gesetz der Han-Dynastie nur die Liu heißenden kaiserlichen Nachkommen bekommen durften, schenkte sie ihren Brüdern und ihren Neifen. Die meisten nicht mit der Kaiserin verwandten mächtigen Beamten waren zwar innerlich unzufrieden, probten aber zum Selbstschutz keinen Widerstand. Lü Zhi konnte nicht ahnen, dass das Verhalten nach ihrem Tod ihrer Familie Katastrophen bringen konnte. 180 vor Christus starb Lü Zhi im Alter von ungefähr 60 Jahren und beendete ihre Ära. Die Familie Lü verlor ihre Führerin und Beschützerin. Die mächtigen überlebenden Beamten, die bei der Gründung der Han-Dynastie ihren Beitrag geleistet hatten, bildeten einen Verbund, um gegen die Familie Lü um die Macht zu kämpfen. Familie Lü verlor den Machtkampf und brach zusammen. Alle von der Familie, egal ob männlich oder weiblich, alt oder jung, wurden umgebracht. Sogar die 3 Enkel von Lü Zhi bzw. der neue Kindkaiser und seine 2 Brüder wurden ermordet. Kein Blutverwandte von Lü Zhi überlebten den Massenmord. Der größte Gewinner dieses Machtkampfs war Liu Heng, der 4. Sohn Liu Bangs von einer ungeliebten Konkubine. Er wurde der neue Kaiser, der als Han Wendi bezeichnet wurde. In offiziellen historischen Büchern wurde er als der 3. Kaiser der Han-Dynastie angesehen, weil die 2 minderjährigen Thronträger unter der Kontrolle von Lü Zhi nicht mitgezählt wurden. Zwar war Han Wendi mit Lü Zhi nicht blutsverwandt, aber sie waren politisch einer Meinung. Er und sein Sohn setzten die Grundpolitik, die Herrschaft des Nichthandelns von Lü Zhi fort und ließ die Gesellschaft in eine positive Richtung weiterentwickeln. Kapitel 7 Zusammenfassung. Ich möchte mit 4 Sätzen das Leben von Lü Zhi zusammenfassen. Erstens, das Ehepaar, das von Fasanen zu Phönixen wurde. In einer hierarchischen Gesellschaft, sowohl im Westen als auch im Osten, war es kaum möglich, von einem Bürger zum Herrscher zu werden. Aber das Ehepaar Liu Bang und Lü Zhi schafft es, mit einem selbst kreierten Mythos aufzuzeigen, dass man nicht nur durch Geburt zu Adel und Macht kommen kann. Die Gründe für ihren Erfolg umfassten nicht nur Glück, sondern auch ihre spezielle Begabung und Persönlichkeit. Liu Bang und Lü Zhi waren wie füreinander erschaffen. Ohne den ambitionierten Mann konnte Lü Zhi unmöglich Kaiserin werden. Ohne die Unterstützung von Lü Zhi und ihrer Familie konnte Liu Bang auch unmöglich seine Erfolge erzielen. Lü Zhi war nicht wie die meisten Frauen ihrer Zeit, die im Schatten des Manns lebten, sondern eine starke andere Hälfte des Manns. Nach dem Krieg führte sie eine politische Karriere als Kaiserin und Herrscherin. Ihr Mann hat ihr gemeinsames Reich nur 7 Jahre erlebt und sie hat nach seinem Tod den wichtigsten Verdienst geleistet, um die soziale Stabilität
und wirtschaftliche Entwicklung hervorzubringen. Zweitens, Gewinn in der Karriere, Verlust in der Familie. Lü Zhi war eine erfolgreiche Politikerin, weil sie die geeignete Ideologie der Herrschaft des Nichthandelns entdeckt und angewendet hat. Lasst uns sie aber von der Perspektive ihres Sohns Liu Ying erneut betrachten. Jeder wünscht, geliebt von seinen Eltern zu werden. Aber Liu Ying erfuhr in seinem kurzen Leben oft, dass seine Eltern die Macht für mehr liebten. Er hat seinen Vater in der Kindheit kaum gesehen und kaum Vaterliebe genossen. Statt ihm die Herrschaftsstrategie beizubringen, machte seine Mutter ihn zu ihrer Marionette, sodass sie das Reich beherrschen konnte. Mit seiner Mutter hat er außerdem immer wieder etwas Traumatisches erlebt. Die verstümmerte Lieblingskonkubine seines Vaters, die Ermordung seines Bruders durch seine Mutter und den Zwang, seine Nichte zu heiraten. Er wurde als der Sohn von zwei mächtigen Herrschern geboren, konnte aber sein eigenes Leben kein bisschen beherrschen und starb depressiv im jungen Alter. Drittens, das Begehren nach der Macht hat kein Ende. Lü Zhi benutzte für die Herrschaft die Ideologie aus dem Daoismus, nach der man wenig Sehnsucht haben soll. Sie lernte zwar die Theorie und setzte sie in der Praxis um, sodass ihr Reich sich in Frieden entwickeln konnte. Aber sie hatte nicht die Theorie verinnerlicht. Im Gegenteil ließ sie das Begehren nach der Macht expandieren. Von den historischen Büchern sind wir oft beeindruckt, dass die autokratische Macht die Persönlichkeit korrumpieren kann. Herrscher sowie Herrscherinnen können sich im Machtbegehren verlieren. Als Lü Zhi als Bauerin im Pei-Landkreis lebte, war sie eine nette und fleißige Frau, Mutter und Schwiegertochter. Aber nachdem sie Kaiserin wurde, vergrößerte sich ihre Grausamkeit mit ihrer Macht. Sie hat viele Untertanen umgebracht, die ihre Macht bedrohten oder ihr widersprachen. Sie machten ihren Liebesfeind zu Menschenschwein, was unmenschlich und unglaublich brutal war. Sie war sogar erbarmungslos zu ihrem einzigen leiblichen Sohn, was der weiblichen Natur widerspricht. Viertens. Nach dem Aufschwung kommt immer der Abschwung. Lüs Heirat mit Liu Bang war wie der Kauf von Aktien eines jungen, kleinen Unternehmens, das später an der Börse durch die Decke geht. Sie wurde die mächtigste Familie des neuen Reichs. Doch damit geht immer auch eine Gefahr einher. Nach dem Aufschwung kommt immer der Abschwung. Keine Familie kann ewig mächtig, adlig und reich bleiben. Kommt sie zum Fall, kann sie viel mehr verlieren als gewonnen haben. Während der 15-jährigen Herrschaft bemühte sich Lü Zhi, das Interesse ihrer Familie langfristig beizubehalten. Ließ die meisten Prinzen ein Lü heißendes Mädchen zur Frau nehmen. Viele wichtige Amtsposten lagen auch in der Hand der Familie Lü. Aber kurz nach ihrem Tod war die Familie Lü wie ein riesiges Hochgebäude, das komplett und plötzlich einstürzt. Lü Zhi war eine wichtige Politikerin und Herrscherin in der chinesischen Geschichte, sodass sie in der historischen Aufzeichnung eine eigene kaiserliche Biografie Benji verdiente. Sie war die erste und eine von nur 2 Frauen in der chinesischen Geschichte, die es schafften.
In der chinesischen Geschichte war Lü Zhi die erste und die außergewöhnlichste Kaiserin. Ihr bürgerlicher Stamm, ihre Mithilfe bei der Reichsgründung, ihre politische Begabung, ihre große historische Leistung, ihr Machtbegehren und ihre Grausamkeit machte sie zu einer dramatischen und umstrittenen Person. Sie war eine eigenständige Karrierefrau, auf deren Weg zur Macht für Mühe, Freude, Tränen und Blut zu finden waren.